Das allerletzte Spiel in dieser Saison, das Champions League Finale. Barcelona gegen den MSV Duisburg. Wir sind auf Schalke. Das Champions League Finale findet in Gelsenkirchen statt, also gar nicht weit weg von Duisburg. Und jetzt geht es raus. Um diesen Pokal geht es. Es ist das allerletzte Spiel in dieser Saison. Es ist das allerletzte Spiel auch in FC 26. Also, Meister sind wir schon. Ich hoffe, dass wir uns mit dem Champions League Titel krönen können. Das ist der Weg von beiden Vereinen ins Finale. Barca hat unter anderem Atletico ausgeschaltet und Paris. Wir haben uns gegen Inter durchgesetzt, gegen Juve. Und jetzt geht es also im allerletzten Spiel auf Schalke. Krass. Aber es gab ja schon mal ein Champions League Finale auf Schalke. Ich glaube damals der FC Porto gegen Monaco. Und dann hat natürlich der FC Porto gewonnen. Im Dasein von José Mourinho. Und gegen diese Truppe geht's also. Die Champions League Hymne noch einmal hören. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Das letzte Spiel für FC 26. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Und um diesen Pokal geht es. Also, es ist alles gesagt. Der Rahmen stimmt. Das Stadion sowieso. Sehr, sehr geil. Ich freue mich, dass wir hier auf Schalke das Champions League Finale spielen. Und das heißt, das ist eigentlich ein Zeichen, dass der Pokal auch hier im Westen bleiben soll. Bin sehr, sehr gespannt. Lamine Yamal, wie gesagt, Ansu Fati, ne? Dani Olmo, Lautaro Martinez, unter anderem Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Bin sehr, sehr gespannt, wie wir das Champions League Finale, wie Barca diese Champions League Finale angehen wird. Und dann gucken wir nach dem Spiel nochmal auf alle anderen Ligen zurück. Wir gucken, wer aufgestiegen ist, abgestiegen ist, wie die Relegation gelaufen ist und so weiter. Wer Torschützenkönig geworden ist. Und es gibt noch eine interessante Sache. Die habe ich offscreen vor der Aufnahme gesehen. Die muss ich euch auch zeigen. Dürft ihr nicht verpassen. Also da habe ich echt gedacht, ich gucke nicht richtig. So. Jetzt der volle Fokus hier aufs Champions League Finale. Petri im Mittelfeld, Gavi. Brauchst du gar nicht mehr zu sagen, ey. Barca wird viel den Ball laufen lassen, so wie wir das gewohnt sind. Schnell und direkt. Da müssen wir halt echt aufpassen und auch natürlich Spielglück haben heute. Ansu Fati, da ist Lautaro Martinez. Ja, bist du nervös? Barca mit einer Dreierkette. 3-4-2-1, glaube ich, mit 2 Zehnern. Und vorne Lautaro Martinez. Und wir haben vorne Kusiasare, auch ein Leuchtturm eigentlich. Nicht nur aufgrund seiner Größe, auch weil er so viele Tore gemacht hat. Von der Hits. Da ist Kusiasare zum ersten Mal. Vuskovic. Kann ihn nicht stoppen. Rice ist da. The Cut. Barca stellt gut zu. Wir haben hier keine Anspielstation. Mensah ist einmal durch. Aus dem Winkel hat er gegen Wolfsburg auch schon getroffen. Ach Quatsch, gegen die Bayern. Nicht gegen Wolfsburg, gegen die Bayern. Ist ja auch noch nicht so lange her. Erste Ecke. Mensah. Avasieren kommt nicht ran. Rice legt einmal ab und jetzt Lennart Karl. Mit dem Abschluss. Mensah kommt nochmal. Kusiasare ist in der Mitte. Und Juan Garcia im Tor. Es ist natürlich auch ein Ding, dass wir nicht die Schalker-Fankurve da bekommen haben, ne? Dass wir auf der Gegengrade, also auf der, ich weiß gar nicht, was das auf Schalke ist. Ist das die Ostkurve? Nee, glaube ich nicht. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Aber sie mit dem Kopfball. Aber wir sind gut drin. Wir kommen in die Zweikämpfe rein. Wir haben die ersten Abschlüsse. Das ist auch immer ganz gut für so ein Champions League Finale. Gut drin zu sein, weil hier, klar, geht es auch um die Tagesform. Hier entscheidet der eine Fehler. Ich hoffe nicht, dass wir den machen. Jetzt kommt erstmal Yamal gegen Cobain. Der hat heute einiges zu tun. Lautaro Martinez, Pedri, Gavi. Achtung, Gavi. Oh, super Ball. In die Tiefe und das 1:0 für Barca. Und es ist Dani Olmo. Ja, stark gespielt, ey. Flacher Ball, starker Pass in die Tiefe. Und dann setzt er sich hier gegen 3 Mann sogar durch. Und unter Braune hinweg hier. Da sieht der Cut blöd aus. Da ist Avasier auf dem falschen Fuß erwischt. Und Dani Olmo, ich finde das auch in echt ein klasse Spieler. Super Zehner, wendig, hat eine gute Übersicht, gute Technik. Und bringt Barca hier in Führung. Aber gut. Wir haben noch ganz viel Zeit. Aber wir müssen jetzt natürlich eine Reaktion zeigen. Mensah.
Und die Fehler, die dürfen sich natürlich nicht häufen. Sonst wird das nichts heute mit Titel Nummer 2. Ansu Fati, wo spielt der eigentlich gerade in echt? Ist der immer noch bei Monaco? Ich hatte den zuletzt bei Monaco irgendwie in Erinnerung. Müsste ich mal nachgucken in echt. So, Ball gewonnen. Und vorne jetzt, wie schnell kriegen sie das umgeschaltet? Mensah, kein Abseits. Kusi Asare mit der Chance zum Ausgleich. Und da ist er. 30. Minute. Der Goalgetter himself. Wo ist er? Ist unsichtbar. 12. Saisontor im 16. Champions League Einsatz. Jona Kusi Asare. Gut, wir sehen zwar das Tor nicht, aber die Dachkonstruktion, hier sehen wir das nochmal. Einmal mitgenommen. Im richtigen Moment von Mensah gespielt. Kein Abseits. Und dann mit Pfostenglück rein ins Tor. Und das 1:1. Also, egalisiert. 1:1. Fokus noch da, der Kamera? Ja, doch. Sah gerade anders aus. So soll auch ein Champions League Finale laufen, oder? Zwei Mannschaften, die Bock haben auf Fußball. 2 Tore. Aus meiner Sicht darf es gerne das letzte Tor von Barca gewesen sein. Und vielleicht gibt uns das Tor jetzt auch ein bisschen, ja, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Sicherheit auch. Mal gucken, wie Barca reagiert. Da ist Mensah. Oh, wäre Mensah gewesen, aber Gavi. Dem würde das Duisburg-Trikot auch gut stehen. Lamine Yamal genauso. Die würde ich alle zu Duisburg lotsen. Ansu Fati gegen Ott. Oh, das war ein bisschen zu einfach. Aber Siem auf Braune. Sehr gut verteidigt. Also bis auf die eine Aktion, wo Olmo, klar, das individuell super macht, haben wir eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit. Und Mensah ist durch. Diesmal umgekehrt. Diesmal Kusi Asare auf Mensah. Und diesmal von der Hitz. Ah, nein, doch! Von der Hitz kriegt er noch. Und Spiel gedreht. Noch vor der Pause. Minute 40. Drittes Tor von Justin von der Hitz. Ich dachte erst, der legt sich den Ball zu weit vor. Hier, super Ball von Mensah und dann hier. Der Ball dachte ich, oh, das ist zu lang. Aber Juan Garcia bleibt auch stehen. Er kommt nicht raus und von der Hitz macht ihn dann mit links rein und schießt uns in Führung. Also Spiel gedreht, noch in Halbzeit 1 gegen Barcelona. Das beschreibt eigentlich auch unsere Saison. Wir lassen uns von Rückständen nicht unterkriegen. Wir spielen weiter, egal gegen wen. Ich meine, wir haben Real rausgehauen, wir haben 2 italienische Mannschaften geschlagen. Warum sollen wir nicht auch Barca schlagen können? Und wir kommen schon wieder über Karl und von der Hitz. Super! In Kusi Asare, jetzt aber, oder Mensah. Oh nein. Und dann wählt er die schlechteste Entscheidung. So eine Gurkenflanke. Aber gut, Barca kommt nochmal. Kurz vor der Pause, Ansu Fati. Aber Siem ist dazwischen. Sehr gut. Also wir haben nach dem Ausgleich uns gefangen. Wir sind stabiler, wir sind besser und wir führen erstmal gegen Barca mit 2:1. Krass. 6 Schüsse haben wir echt doch so viel. Barca hat nur einen einzigen, den von Daniel Olmo wahrscheinlich. Ich dachte, die hätten mehr. Naja, soll mir egal sein. Verlieren wir keine Zeit. Gehen wir rein in Halbzeit 2. In der Barca jetzt natürlich gefragt ist. Und der MSV Duisburg muss sein ganzes Herz auf den Platz lassen. Dagegenhalten, kämpfen, in die Zweikämpfe rein, auch mal ein dreckiges Foul irgendwo ziehen. Aber erstmal sicher stehen, das ist die Devise. Schön von der Cut, richtig gut. Leitet den nächsten Konter mit ein. Denn hat Karl. Ah, schade. Zu optimistisch. Achtung, Barca kommt über Martinez. Aber wir stehen gut. Wir haben sie am Rande des Abseits immer. Olmo. Auch nicht zum zweiten Olmo, aber Siem ist dazwischen. Ott. Ja, gut geklärt. Super. Ah, schön, dass Pfeiffer durchgelassen wird. Sehr gut. Und auch bei diesem Spiel haben sich irgendwo Dortmund-Fans eingeschlichen. In die Arena auf Schalke. Die finden auch immer wieder einen Platz. Ey, Achtung, Ansu Fati kommt gegen Ott. Ah, schafft er nicht. Braune bleibt drin. Flanke kommt und das müsste leider den Elfmeter geben. Es gibt Elfer für Barca. Gelb für Avasiem. Der Schiri hat, glaube ich, noch abgewartet, ob Yamal den reinmacht. Dann hätte es nämlich Vorteil gegeben. So gibt's Elfmeter. Ja, unnötig, die Grätsche. Die hätte nicht sein dürfen.
Die hätte nicht sein dürfen. Wechsel Gomez, kommt für Fatih, wer immer auch dieser Gomez ist. Und am Elfmeterpunkt ist Yamal, natürlich. Yamal gegen Braune. Braune kann sich unsterblich machen. Yamal gegen Braune. Aber keine Chance. Barca stellt auf 2-2. Ja, die Grätsche war unnötig. Weil, wie gesagt, Ansu Fati war schon vorbei. Ich glaube, der Ball, der wäre geklärt gewesen. Und Braune ist zwar im Eck, aber der ist zu hart und platziert geschossen. Also, Barca hat leicht aus. 4 Tore, 2-2. Ein Finale, was wirklich alles hat. Elfmeter. Jetzt fehlt noch ein Platzverweis. Ein Elfmeterschießen, das möchte ich nicht haben, weil das ist immer Glückssache. Ich möchte das gerne möglichst in 90 Minuten geklärt kriegen. Sagen wir es so. Rice durchgeschickt. Super gespielt von der Hitz. Oh nein. Das wäre das 3-2 gewesen. Super. Der Ball in die Tiefe, der war klasse. Hier, der Ball direkt weitergespielt. Super Laufweg. Ja, deutliches Abseits, aber die Art und Weise war gut. Ja, Barca ist natürlich um viel Ballbesitz bemüht. Sicherheit und Überzahl auf den Flügeln. Martinez lässt sich nach außen fallen. Oh, den kriegt er durch. Das gibt's nicht. Flanke kommt. Gomez, wer immer das auch ist. Und jetzt Pedri. Achtung. Bitte kein... Oh nein, das darf nicht passieren. Ich wollte sagen, bitte kein Foul, kein Elfmeter ziehen. Und dann kommt Pedri durch und dreht das Spiel für Barca. 3-2. Auch dieses Spiel fasst unsere Saison gut zusammen. Viel Spektakel, viele Tore. Und Braune ohne Chance. Ja, Ott war da. Aber dann auch irgendwie nicht zu passiv. Und dann führt Barca erneut. 3-2. Gut, jetzt müssen wir wieder zurückschlagen. 2 unnötige Gegentore, gerade der Elfmeter besonders. Der ärgert mich am meisten. Das kann immer mal passieren. Aber der Elfmeter, der hätte nicht sein dürfen. Jetzt müssen wir gucken, dass uns das Spiel nicht komplett abhanden geht. Olmo. Gavi. Hier müssen wir irgendwie dran sein. Genau, Ott. Und jetzt der Weg nach vorne. Manndeckung vorne. 3 gegen 3, wenn es schnell geht. Mensah steckt durch auf Karl. Der ist durch. Alonso kommt nicht hinterher. Karl alleine. Nimmt da Kusiasare mit. Er nimmt ihn mit. Aber zu zentral. Der muss ins Eck kommen. 7 von 8 oder 7 von 10. 7 von 8. 7 von 10 Bällen. Die gehen doch meistens aufs lange Eck. Ey, schade. Gerade in dem Spiel brauchen wir diese Sicherheit. Und Yamal ist durch. Yamal ist nicht zu stoppen. Pfeiffer ist da. Nicht gut gemacht von Yamal. So, und nach vorne. 3 gegen 3. Jetzt müssen wir schnell ausspielen. Kusiasare. Könnte Abseits sein. Von der Hitz läuft durch. Ja, schade. Ein Moment zu spät. Der kam einen Moment zu spät. Casado für Alonso. Ist das der Alonso-Linksverteidiger? Nee, ich glaube, das ist ein anderer. Der sieht irgendwie komisch aus. Es bleiben noch 15 Minuten. Für uns, für die Verlängerung. Und für Barca für den nächsten Champions League Erfolg. Achtung, Yamal oben. Oh, oder unten ist es völlig frei. Pfeiffer klärt. Wir schwanken. Wir schwanken, aber wir fallen noch nicht. Kusiasare setzt sich durch gegen Vuskovic. Die Gelegenheit jetzt aber aufs lange Eck. Das gibt's nicht, ey. Die gehen sonst immer rein. Also meistens. Nicht immer, aber meistens. Schade, okay. Ich ziehe meinen letzten Strohhalm. Ich werde umstellen. 4-4-2. Und zwar machen wir das so. Grabani so. Ach Quatsch. Der muss hier rein. So, vorne nehme ich Sarko rein. Ja, in Verteidigung Dro, Chema. Ja, das andere würde ich nochmal lassen. Die sind alle noch gut drauf, sind alle noch halbwegs fit. Warten wir nochmal ab. 10 Minuten sind es noch. 10 Minuten, die hier entscheiden über Entscheidung oder Verlängerung. 4-4-2. Und alles nach vorne. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Wenn Barca jetzt das 4. macht, okay, dann ist es so. Ja, Ort Verlegenheitsgrätsche Gomez.
gegen Avasir. Achtung, da ist Fermin Lopez. Und das ist die Entscheidung. Schluss aus, vorbei. Der Traum ist besiegelt. Barca holt sich die Champions League. Gut. Jetzt haben wir hinten alles aufgemacht. Alles riskiert. Ott hat dann halt auch hinten gefehlt wegen der Grätsche. Und dann, ja, spielt Barca das super aus. Und für Braune ist da nicht zu halten. Also, es wird allen Voraussicht nach die Entscheidung sein in diesem Champions League-Finale. 4:2 für Barca. Dann gehen wir immerhin mit einem Titel raus aus FC 26, aus dieser Duisburg-Karriere. Die Champions League würden wir trotzdem irgendwann, glaube ich, gewinnen, aber diese Saison halt nicht. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit defensiv auch nicht so dicht gestanden wie sonst eigentlich. Und deswegen, ja, gewinnt Barca. Völlig verdient dieses Finale. Und dann folgerichtig auch diese Champions League-Saison. Lassen sie jetzt hier den Ball noch laufen, lassen das Spiel so ein bisschen austrudeln und dann, ja, es ist ärgerlich, schade. Aber wir haben zu viele Fehler gemacht. Und am Ende gewinnt halt die Mannschaft, die nun mal ein bisschen glücklicher ist, die auch dann am Ende verdient gewinnt. Also Barca, wir waren besonders in der zweiten Halbzeit einfach nicht gut. Und für mehr hat es dann halt auch nicht gereicht. Und wie gesagt, was ich mir ankreiden will und kann, ist der Elfmeter. Jetzt kommt Sarko nochmal, vielleicht zum Anschlusstreffer 4:3, das wäre dann doppelt ärgerlich. Sarko, nein. Nein, auch diese Bälle, die sonst immer reingehen aus dem Winkel, sollen heute einfach nicht sein. Vielleicht nochmal ein Eckballtor. Rice nochmal auf Lennart Karl, nochmal die letzte Aktion. De Cut. Kusiasare, nein, da kommt keiner mehr ran. Also lassen wir es gut sein. 95 Minuten sind rum, das war's. Und der FC Barcelona gewinnt die Champions League. Verdient, muss man gar nicht drum rumreden. Ciro Girassi hat auch nicht gespielt, aber ja, wir haben zu viel Fehler gemacht, ganz einfach. Das war heute nicht unser Tag. Wir waren heute nicht so stabil hinten in der Verteidigung. Und von daher alles in Ordnung. Verdient, der Champions League-Titel geht an den FC Barcelona. Irgendwann würde dann auch der MSV Duisburg mal auf diesem Pokal draufstehen. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz hier die Übergabe an und dann gehen wir ins Menü, machen da noch ein bisschen Action. Wer darf ihn hochhalten? Wer ist hier Kapitän? Araujo, irgendein Eingewechselter. Jamal sogar. Es ist tatsächlich Pedri, der also den Champions League Pokal für Barca in die Höhe stemmen darf. Gratulation. Verdient. Muss man einfach so sagen. Für uns hat es nicht gereicht, aber für uns reicht es jetzt nochmal, um ins Menü zu gucken. So, jetzt kehrt erstmal eine Stille ein, eine Ruhe, denn Saison 28/29 ist vorbei, ist Geschichte. Barcelona gewinnt die Champions League, Gladbach hat die Conference League gewonnen, Liverpool hat, glaube ich, die Euroleague gewonnen. Und that's it. Das war's. Das war die MSV Duisburg-Karriere. Jetzt gibt es nochmal Meisterfeierlichkeiten, die überspringe ich aber, weil es ist immer wieder das Gleiche. Ich habe gesehen, rechts im Feed, bevor ich begonnen habe, das Team der Saison. Ratet, wie viele Duisburg-Spieler im Team der Saison sind. 0. Ich weiß nicht, ob man das nochmal sehen kann hier. Das Team der Saison, wo ist es? Hier. Nee, das ist das Team der Woche. Irgendwo war aber auch das Team der Saison. Oder war das direkt hier hinter? Team der Saison. Amura ist übrigens genau Spieler hier. Das Team of the Season. Habt ihr das gerade gesehen? Aber kein einziger Duisburg-Spieler. Wir sind deutscher Meister geworden. Also lächerlich. Die halbe Bayern-Mannschaft ist mit drin. Die sind weder Meister geworden, noch Pokalsieger, noch haben die sonst irgendwas gewonnen. So, jetzt habe ich gerade gesehen, es gibt Angebote für Rice und so weiter. Das ignorieren wir jetzt, aber wir machen mal einen Rundumblick. So, wir sind da. Ich musste bis zum Saisonende simulieren. Dann kann man nämlich nochmal auf die Tabelle gehen und jetzt werden wir versuchen, so viel es geht. Ich weiß nicht, ob ich die Statistiken und so weiter noch zeigen kann. Also in der Bundesliga, deutscher Meister, MSV Duisburg. Wolfsburg schafft es in die Euroleague, Dortmund spielt in der Conference League. Dann gucken wir weiter runter. Union spielt Relegation, Heidenheim hat sich noch gerettet, Darmstadt und Bochum steigen also ab in die zweite Liga. Dann machen wir erstmal die Ligen und dann die ganzen Pokalwettbewerbe. Zweite Liga ist Freiburg aufgestiegen und der 1. FC Köln und der HSV spielt Relegation. Holstein Kiel hat es nicht geschafft, Hertha hat es wieder nicht geschafft. Hier sind abgestiegen Elversberg tatsächlich und Bielefeld und Saarbrücken spielt Relegation gegen Essen.
Und Münster und Karlsruhe steigen auf. Das war also Deutschland. Dann gucken wir mal in der Premier League vorbei. Da ist Man City Meister geworden. Vor Arsenal, Liverpool und Chelsea. Ja, spannender Meisterschaftskampf. Hier wäre abgestiegen oder ist abgestiegen Sunderland, Leicester und Sheffield. Ja, auch ein knappes Duell hier zwischen Fulham und Sunderland. Wer ist hier aufgestiegen? Kurz gucken. Wolves und Southampton. Oh, 35 Siege. Aufstiegsplayoffs hätte ich auch Lust. Also mal wieder so nach England oder irgendwo anders hin. Naja, mal gucken. So, Frankreich natürlich PSG, vor Monaco ganz knapp und vor Marseille, glaube ich, war es gerade. Hier ist Toulouse und Montpellier aufgestiegen. Wer ist hier abgestiegen? Lass mal kurz gucken. Grenoble, SCO Angers und Lorient würde dann Relegation spielen. So, Italien. Ist Juve Meister geworden, okay. Inter hier, die beiden haben wir geschlagen auf dem Weg ins Champions League Finale, aber leider nicht zum Champions League Sieg. So, Venedig, Monza und Verona sind hier abgestiegen. Dann gucken wir, in Portugal ist glaube ich auch Sporting vor Braga, okay. Benfica, Porto ist nur Vierter. Okay, auch eine etwas schwächere Saison. Dann gucken wir kurz nach Spanien, da ist Real, 99 Punkte. Vor Barca und Atletico. Mein Villarreal ist auf Platz 6. Schöne Karriere gewesen in FIFA 21. Cordoba, Alaves und Sporting Gijón sind hier die Absteiger. Dann für unsere türkischen Freunde Fener vor Trabzon, Beşiktaş und Gala. Die ersten 4. Trabzon hat ja Mohamed Salah in echt verpflichtet. Mal gucken, was die dann so reißen in der kommenden Saison. Hier wären, glaube ich, abgestiegen Karagümrük, Kasimpasa und Antalyaspor. Ich glaube, die letzten 3 steigen in der Türkei ab, ohne Relegation. Österreich gucken wir auch nochmal. Salzburg, ja gut, da gibt es ja diese Splittung dann, ne, dass die Hälfte dann um die Meisterschaft spielt. So, DFB-Pokal hat Dortmund gewonnen. Relegation hat der HSV, die bleiben in der Liga gegen Union. Ne, die steigen auf. Union steigt ab. HSV war ja in der 2. Liga. Also Hamburg kommt wieder hoch. Union steigt ab. Wir haben also 3 Auf- und 3 Absteiger. Gut, die Champions League, die überspringen wir mal. Dann Euroleague. Oh, hätte Dortmund fast auch gewonnen. Gewinnt Liverpool im Elfmeterschießen. Wer war da so im Halbfinale? Braga, okay. Ja, realistisch. Dann in der Conference League. Gladbach gewinnt im Elfmeterschießen gegen Sevilla. Famalicão, das ist eine Mannschaft, die ich nicht aussprechen kann. Utrecht, dann auch im Halbfinale. Ja, und das war's dann. Also, ich bedanke mich bei euch. Wir können nochmal zurückblicken. Hier Pokal haben wir ein bisschen reingechoked. Platz 2 in der Champions League. Den Franz Beckenbauer Supercup haben wir gewonnen. Wir haben die Liga gewonnen. Also, wir haben doch im Endeffekt eine super letzte Saison gehabt. Ich möchte mich bei euch bedanken. Wie immer am Ende eines FC-Spiels. Diesmal ist es FC 26. Wahnsinn, wie schnell so ein Jahr auch wieder rumgeht. Das sage ich auch jedes Jahr. Ich hatte wirklich viel Spaß mit dem MSV, mit der Duisburg-Karriere. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bedanke mich bei euch für euer Zuschauen, für eure Kommentare, für eure Daumen nach oben, für eure kostenlosen Abos, die ihr hier dagelassen habt während des Jahres. Und ich freue mich jetzt schon auf FC 27. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Shorts werden ja ab und zu mal hochgeladen. Vielleicht werde ich das ein oder andere mal livestreamen auf Twitch. Lasst mir da auch gerne nochmal ein Follow da auf dem Weg zu 100 Followern. Und dann geht ja bald die Bundesliga wieder los. Dann kommen die Kicktipp-Videos. Also vielleicht mache ich jetzt erstmal ein paar Tage Pause. Und dann schaue ich mal, was da noch auf uns zukommt. Also, vielen, vielen Dank. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo für FC 26 und natürlich auch für FC 27. Bald geht's wieder los. Seid gespannt. Vielleicht steht der Verein vielleicht sogar schon fest. Macht's gut. Großes Herz an euch. Vielen, vielen Dank für euren Support.